Ihr lieben Wagen, hier kommt euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der Wagen. Und wir schauen uns mal an, welche Botschaft ich euch hier übermitteln darf. Denkt immer dran, das ist eine kollektive Legung. Es kann hier nicht auf alle passen. Wir haben für die Wagen das zweite Haus. Das zweite Haus ist ein Haus des Elementes Erde. Und da geht es mit um die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Und es geht um eure Talente, euren Besitz und eure Werte. Und unten am Deck habt ihr noch das 10. Haus, ebenfalls ein Haus des Elementes Erde. Und hier geht es um die Berufung und die Karriere. Möglicherweise könnt ihr hier aus einem Talent, das ihr habt, einen Mehrwert machen. Oder es ist so eine Zeit, wo ihr viel hinterfragt, wo euer beruflicher Weg hingeht, in welchem Bereich ihr weiterkommen wollt oder Veränderung braucht. Oder welche Gaben ihr von euch auch mehr einsetzen wollt, ne? Oder zu einem Mehrwert machen, kann natürlich auch sein. So. Verträge, Beziehungen, Verbindlichkeiten, ein Vorankommen. Ich sehe hier auch neue Verträge, neue Verbindungen, neue Partnerschaften, auch ein Weiterkommen im partnerschaftlichen Bereich. Und ich habe hier, dass ihr sehr mit euren Wünschen und Träumen und Sehnsüchten konfrontiert seid. Bei einem oder anderen geht es vielleicht auch um Wünsche in der Partnerschaft oder um so Nähe- und Distanzthemen. In eurem auf der bewussten Ebene haben wir hier die Maus. Die Maus nagt so ein bisschen rum. Vielleicht denkt ihr sehr viel nach oder ihr habt hier Verluste zu beklagen, über die ihr nachdenkt. An irgendetwas mangelt es. Möglicherweise denkt ihr auch über so eine Umstrukturierung nach, ne? An sich im verbindlichen Bereich. Euer Fundament habt ihr schön bestellt. Auf der unterbewussten Ebene haben wir das Haus drin liegen. Das Haus ist auch so die gute Grenze, die es zu allem gibt. Das Fundament, auf das man baut. Aber ich sehe hier, dass ihr vielleicht in manchen Themen auch so ein bisschen, ja, schon so eine festgefertigte Meinung habt, wo ihr nicht so von abrücken könnt oder vielleicht ein bisschen unflexibel seid. Möglicherweise steht hier auch irgendetwas im häuslichen Bereich an. Ein Umzug, eine Veränderung am Mietvertrag oder ihr habt so Ideen, euer Umfeld neu zu gestalten. Hier geht es um ein Thema, da habt ihr euch in der Vergangenheit schon neue Türen geöffnet. Verschiedene Erfolge auch eingefahren. Das kann ja mit dem häuslichen Umfeld, mit den Beziehungen, mit den Verträgen auch zu tun haben, die ihr so habt. Hier geht die Botschaft unter anderem vielleicht auch an die Selbstständigen. Hier sieht man so ein bisschen Umbruchstimmung, Wechsel. Es geht um eure Unabhängigkeit auch. Möglicherweise habt ihr auch das Bedürfnis, euch ein bisschen rauszunehmen irgendwo oder es zeigen sich trennende Aspekte aus Partnerschaften, die irgendwo noch eine Auswirkung auf euch haben. Ja, und aus der eigenen Sicht wollt ihr alles sehr harmonisch gestalten, irgendwo auch ein Schwert niederlegen, einen Kampf aufhören. Ich sehe, dass ihr hier in der Lage seid, euer ganzes Umfeld irgendwie neu zu bestücken, die Familienthemen auch, ich sag mal so, stehen zu lassen, wie sie sind, oder euch da auch wo rauszunehmen, wo so viel Verpflichtung und Druck herkommt, den ihr nicht wollt oder braucht oder nicht mehr. Und ich habe hier einige Verstrickungen, die kommen aus dem Umfeld raus, ne? Hier habt ihr vielleicht das Gefühl, ihr findet irgendeinen Weg und dann spielt das Außen nicht so mit.
Außerdem sieht man hier ein Mutterthema irgendwo wirken. Es geht ja auch um die Berufung, ne? Um was wurde mir mit in die Wiege gelegt, und es kommt hier sehr viel drauf an, wie ihr euch zeigt, wie ihr nach außen wirkt, wie ihr euch präsentiert. Wie ihr euch im Innern fühlt, ist hier natürlich nochmal eine andere Sache. Okay, die Finanzen liegen hier auch dabei als Endpunkt. Auch da seid ihr ein bisschen davon abhängig, was in der Familie, im Umfeld ist. Es kann hier tatsächlich auch von der Arbeit her sein, dass das ein Thema wird. Also ich habe eigentlich sehr viele Hauptthemen bei euch. Umfeld, Beziehung, Verträge, Familie, Finanzen, vielleicht auch Ämter und Behörden. Und ihr habt hier einen karmischen Neubeginn. Das wird nicht nur ein Thema sein. Hier bezieht sich sehr viel auf den Beruf, auf euren Besitz. Und ihr überlegt euch vielleicht auch, wie ihr in Zukunft das Finanzielle gestaltet. Unabhängigkeit ist hier das Wort. Ich habe Ahnenthematiken bei euch liegen. Hier die Familienthemen, ne? Euer Erbe, euer geistiges Erbe. Viele Muttereinflüsse, und ihr dürft hier ruhig mal auch eure Werte überdenken, die man euch so mitgegeben hat aus der Familienebene raus, oder was ihr aus diesen Werten gemacht habt. Wie wichtig euch die Ahnen sind, welchen Einfluss die hier noch haben. Und ihr dürft irgendeine Sache nach vorne schieben. Also mehr investieren, etwas vorantreiben. Es kann sein, dass ihr hier aber dazu auch eure Ruhe braucht, ne? So, ein großer Prozess der Weisheit, der sich hier zeigt. Wir haben die 22 dabei. Da stellt man Weichen, da braucht man ein bisschen Erfindergeist. Man wird von Altlasten befreit, und ein bisschen mehr Diplomatie wird vielleicht irgendwo auch benötigt. Wir haben euer Lebensbuch hier sozusagen liegen, das mit euch spricht. Und hier haben wir Genesung, ne? Hier haben wir wieder Energie, beißt euch ein bisschen durch. Feuer und Luft sind hier die zwei Elemente, die hier auch so ein bisschen noch mitwirken auf euch. Es können natürlich auch Menschen mit diesen Sternzeichen sein oder einfach die Qualität, ne? Wie kommuniziert ihr, wo macht ihr euren Gedankenaustausch, der auf Augenhöhe stattfindet, und wo lenkt ihr eure Energie rein. Jetzt sind hier ja sehr viele Familienthemen, und hier kommt der Wolf, und mir kommt sofort dieses Thema Rudel. Ja, und das passt wunderbar, denn wir haben die Ahnen, wir haben das Schicksalskreuz, wir haben hier die Familienthemen. Und der Wolf sagt ja natürlich, dein geistiges Erbe erwacht, ne? Es steht sowas wie eine Initiation bevor. Du kannst deinem Feind in dir gegenübertreten, dich selbst besiegen. Und du bist ja auch fähig, andere Leute anzuleiten. Es ist für dich wichtig, klar und deutlich zu kommunizieren. Und hier ist tatsächlich ein Reifeprozess, in dem sich ein neuer Abschnitt ankündigt. Das haben wir hier, ne? Ein karmischer Neubeginn. Ja, es ist jetzt wichtig, dass du die Einsamkeit suchst und dich deinen Schatten stellst. Witzig, wir haben hier den Turm in der näheren Zeit. Und auf deine Eingebungen auch hörst, ne? Deine Seele möchte mit dir sprechen. Du kannst dich vielleicht selbst nochmal neu besser kennenlernen, und Kommunikation und wie drücke ich was aus, scheint hier wichtig zu sein. So, es geht darum, Kräfte einzuschätzen, die man hat, auszubalancieren, zu gucken, was man im Leben will. Man wird hier vorbereitet, geschult für einen anderen Kreis der Kraft auch. Es kann auch sein, dass das nicht immer so sehr angenehm ist, aber dass es am Ende dem höheren Zweck dient. Und später wirst du dann verstehen, warum das so war.
Alle Ereignisse haben im Leben irgendwo immer einen Sinn oder eine Lektion. Und du sollst dich nicht entmutigen lassen, sondern voranschreiten auf deinem Weg und auch deine Grenzen kennenlernen und sie zum Ausdruck bringen. Ihr lieben Wagen, das war euer Sternzeichen-Update. Ich drücke euch bis bald.